Also es kommt darauf an, wie man den Sport betreibt, wie gefährlich das Ganze ist. Wenn man Rennen fährt, wird es durchaus gefährlicher, weil man einfach an sein Limit geht. Wenn man aber die ganze Zeit in seiner Komfortzone bleibt, sich die Hindernisse vorher gut anschaut und sich überlegt, was man macht, dann kann das auch sturzarm ausgehen. Wie sitze ich auf dem Fahrrad? Nämlich gar nicht. Ich stehe auf dem Fahrrad. Das Wichtigste, waagerechte Pedalstellung, damit ihr einfach gleiches Gewicht auf beiden Beinen habt. Dann, wenn ihr drauf sitzt, Knie sowie Ellenbogen leicht gebeugt, also so eine Gorilla-Position, dass man einfach aggressiv ist. Man kann dann hier arbeiten in den Gelenken und ja, Finger an die Bremse und dann kann es eigentlich losgehen. Ich habe keine Angst, aber ich habe Respekt. Ich weiß, was ich dort mache. Ich weiß, dass es gefährlich ist und dass ich mich wirklich ernsthaft dabei verletzen kann. Und das hat man einfach die ganze Zeit im Kopf, weshalb man einfach ja, mit jedem Sturz auch ein bisschen vorsichtiger wird, den man irgendwie hat. Es ist dann immer so eine Gratwanderung zwischen, klar, ich habe Respekt, aber ich habe irgendwie dann auch so ein bisschen Angst. Die kann man dann aber ganz gut überwinden, wenn man sich zurückversetzt in Situationen, wo man sowas schon mal gemacht hat. Man weiß, dass man das kann und man muss sich einfach auf seine Fähigkeiten verlassen und dann kriegt man das eigentlich ganz gut in den Griff. Man hat beim Mountainbiken eigentlich immer ein bestimmtes Bein vorne, ein bestimmtes Bein hinten. Bei mir ist es links vorne, rechts hinten. Ich denke, das kommt auch vielleicht noch so ein bisschen vom Speerwerfen früher, weil ich eben da auch genau diese Position hatte. Man findet dann irgendwann so seinen Groove und weiß dann, welches Bein einem besser liegt. Man kann manchmal so einen Test machen, dass man sich einfach mal schubsen lässt von hinten und mit welchem Bein man dann nach vorne tritt, das ist das stärkere Bein. So haben wir das früher in der Leichtathletik immer gemacht. Aber beim Fahrradfahren musst du einfach für dich rausfinden, was sich besser anfühlt und dann dich festlegen, weil das Wechseln zwischen beiden Beinen bringt dich nur durcheinander. Wenn Leute zu mir sagen, Downhillfahren ist nicht anstrengend, weil ihr fahrt ja nur bergab, dann sage ich immer, mach mal 5 Minuten lang Burpees. Hock-Strecksprung, Liegestütz. Also machst du halt einen Liegestütz, springst hoch in Hock-Strecksprung und vom Hock-Strecksprung direkt wieder einen Liegestütz. Wenn du das auch nicht anstrengend findest, okay. Dann glaube ich dir. Aber ich vergleiche das immer so damit, weil wir machen halt nichts anderes als Kniebeuge und Liegestütze auf dem Fahrrad die ganze Zeit durchweg. Was ist wichtig beim Bremsen beim Mountainbike? Ich denke in erster Linie mit einem Finger bremsen, weil die meisten Mountainbike-Bremsen sind so stark, dass du einfach, es reicht mit einem Finger zu bremsen, weil du auch gutes Gefühl da drin hast. Und dann richtig bremsen, kontrolliert bremsen. Nicht einfach durchziehen, dann blockieren beide Räder. Du hast keine Kontrolle mehr, weil sobald ein Rad blockiert, rutscht es. Deswegen dosiert bremsen und Fersen runternehmen. Ihr müsst es mal ausprobieren, wenn ihr die Fersen runternehmt, habt ihr extrem viel mehr Traktion am Hinterrad. Das blockiert später und ihr könnt härter bremsen. Maximal vielleicht so 70 Stundenkilometer. Das ist dann aber nur mal ein kurzes Stück, wo es relativ geradeaus geht und keine schwierigen Sachen drin vorkommen. Im Durchschnitt hat man so vielleicht 30 Stundenkilometer drauf, also über die ganze Strecke verteilt. Ich sage immer, Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Das glaubt man vielleicht nicht so als Laie, aber wenn man das einmal erfahren hat, dann ist es halt, umso schneller man ist, umso schöner läuft das Rad über die Steine drüber, über die Wurzeln drüber, berührt weniger Hindernisse und man rutscht weniger weg. Und dadurch ist es dann teilweise leichter, die Spur zu halten, als wenn man halt extrem langsam ist. Du solltest als erstes deinen Kopfumfang messen. Danach kannst du dann schon mal einschätzen, im Groben, welche Größe dir wahrscheinlich am besten passt. Am Ende musst du aber einfach aufsetzen. Jedes Modell ist anders. Und das Wichtigste ist, finde ich, dass die Wangenpolster ordentlich sitzen und eng genug sind, dass hier einfach nicht zu viel Luft ist und der schön fest an der Wange sitzt. Einfacher Test ist, den Verschluss hier unten offen lassen und dann einfach mal den Kopf wackeln. Und wenn er sich dann nicht bewegt oder nicht doll bewegt und auch nirgends drückt, der darf auch nicht an der Seite oder hinten irgendwo drücken, dann sitzt er eigentlich gut. Den Doppel-D-Verschluss am Ende noch zumachen, einklicken hier, fertig. Ja, ich fahre jeden Tag in der Stadt Fahrrad, weil mein Auto einfach viel zu groß ist, um damit in der Stadt rumzufahren. Also mein alltägliches Fortbewegungsmittel ist ein Fahrrad, ein ganz normales Stadtrad. Am Ende des Tages genieße ich das auch zum Beispiel, wenn ich in die Trainingshalle fahre, dass ich meine 10 Minuten Warmfahren quasi auf dem Rad schon habe. Wenn es kalt ist, früh draußen, die frische Luft und alles, das ist schon cool. Ich fahre gern Rad, egal wie. Ich hätte so 2 Tipps. Das eine ist die Pedalstellung in offenen Kurven. Ich nehme immer das kurveninnere Bein nach oben. Das bedeutet, Linkskurve, linkes Bein oben, Rechtskurve, rechtes Bein oben. Zweiter wichtiger Tipp, Blickführung. Ich gucke in die Kurve rein, denn da, wo ich hingucke, fahre ich auch hin. Und deswegen
den Kopf entsprechend neigen. Linkskurve, linkes Pedal, Rechtskurve und immer schön den Kopf mitnehmen. Ich glaube, das Klischee eines Mountainbikers ist so der Chaot, der nichts im Kopf hat und einfach hirnverbrannt ist, weil den Berg runterbrettert, weil das ist ja eine total krasse Sportart und da kann man ja nicht ganz dicht sein, so nach dem Motto. Ja, ist glaube ich nicht bei jedem so, hoffe ich. Nur vielleicht bei manchen, ja klar, Klischees werden ja auch immer irgendwie bedient, ne? Irgendwoher kommt das Ganze ja auch, aber es ist nicht der Durchschnitt. Aber ich muss ja nicht reden, oder? Also, ja, es war jetzt auch spontan, dass ich jetzt runtergehe. Servus. Meine komplette Geschichte findet ihr, wenn ihr hier draufklickt. Viel Spaß beim Anschauen.